Hi Fox, wir drehen mal wieder. Jetzt werden die Themen auch ein bisschen brisanter, werden ein paar Aufreger folgen. Heute möchte ich euch mal erklären, wie es in der Supply-Szene, in der Tattoo-Szene weltweit aussieht. Einige von euch werden es wissen, vielleicht einige nicht. Ich muss ein bisschen ausholen. Vor 5, 6, 7 Jahren haben große Investitionsgruppen in Amerika angefangen, also man hat gemerkt, dass die Tattoo-Industrie eine Industrie geworden ist, ein Riesenmarkt. Natürlich sind da auch Leute, die mit der Tattoo-Szene gar nichts zu tun haben, darauf aufmerksam geworden. Unter anderem riesige Finanzgesellschaften, die da ein lohnendes Invest gesehen haben. Dazu ist die komplette Tattoo-Szene weltweit, also die Tattoo-Szene, was Verbrauchsartikel und Maschinen und so weiter angeht, bewertet worden. Die lag ungefähr zwischen 500 und 600 Millionen Euro. Und dann sind Finanzgesellschaften halt hingegangen und haben gesagt, ihr habt da den Batzen und damit kauft ihr so viel der Tattoo-Szene weltweit, was nur geht. Gut oder nicht gut haben sich zwei Lager aufgemacht, also da kämpfen gerade zwei riesige Gesellschaften gegeneinander, also mit dem Aufkaufen, da hat so ein Wettbewerb stattgefunden. Das wäre zum einen die BAA, das ist die Body Art Alliance in Amerika, und die andere Seite heißt Nexus, das ist die Nexus Group. Also die beiden haben angefangen, weltweit sämtliche Brands aufzukaufen. Ich werde euch jetzt erstmal erzählen, welche. Vorab, mir ist es scheißegal, wo einer kauft, Tätowierer. Ja? Das heißt nicht, dass alle bei Magic Moon kaufen sollen, weil es gibt genug, die auch innerhalb der Tattoo-Szene agieren, die aus der Tattoo-Szene kommen. Wo ihr kauft, ist egal. Ich möchte halt nur, dass ihr wisst, wenn ihr da kauft, dass ihr da kauft. Ja? Das möchte ich einfach nur mal aufklären. Und diese ganze Finanzgeschichte dahinter wissen halt viele nicht. Und warum diese Investitionsfirmen diese Investition machen, ist halt Kohle, nur Kohle. Die wollen nichts für die Tattoo-Szene tun, denen ist das auch scheißegal. Viele von denen haben auch nicht ein einziges Tattoo und würden sich auch nicht ein einziges machen. Und am Ende ist es halt so, wenn dieser Markt dann ausgelutscht ist, dann wird zerstückelt, mit Gewinn verkauft und hinterlassen wird verbrannte Wüste. Ja, und das ist unsere Tattoo-Szene. Und die Angst habe ich und finde ich auch nicht gut, aber das ist wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten. Ich wollte halt nur mal aufklären. Fangen wir an mit World Famous. World Famous ist verkauft zu BAA. Alle Produkte von Bishop, die Firma Bishop, ist verkauft an Nexus. Die Firma Inkeys, Nexus. Der größte Supply in Amerika, Kingpin Supply, verkauft an Nexus. Da ist übrigens zu bemerken, das war der umsatzstärkste Supply in Amerika. Nachdem rauskam, dass der verkauft worden ist, sind die Umsätze abgestürzt ohne Ende. So reagierte die Tattoo-Szene in Amerika. Killer Ink, europäisches Unternehmen, verkauft an BAA. Tetzol-Produkte, Amerika, alles Nexus. Die Firma, die ich in Europa groß gemacht habe, Critical, verkauft an Nexus. Eternal Ink, verkauft an Nexus. FK Irons, verkauft an BAA. Kurosumi, verkauft an BAA. Und last but not least, Barber, ebenfalls verkauft an Nexus. So, also alles eigenständige Unternehmen irgendwann mal und jetzt halt Teile dieser riesigen Finanzzusammenschlüsse. Und da geht es halt nur noch um Zahlen, um Umsatzzahlen und auch diese ganzen Angebote, moralisch oder unmoralisch, die ihr immer bekommt, sind natürlich immer basierend darauf, dass sie Zahlen liefern müssen. Der Tattoo-Szene geht es nicht gut. Nach Corona war ein kleines Hoch, aber danach die Unsicherheit hat dazu geführt, viele Studios haben geschlossen. Die Umsätze sind bei allen nicht mehr so, wie sie mal waren. Und da kommen natürlich dann solche Unternehmen, die Millionen von Investitionen
bekommen haben ins Schwimmen, weil die Gruppen natürlich schwarze Zahlen schreiben müssen und das auf Teufel komm raus. Und da fängt es jetzt an zu stinken natürlich, weil jetzt wird die Tattoo-Szene ausgequetscht. Es wird nur noch rausgeholt, was geht und die Tattoo-Szene interessiert eigentlich keinen mehr. Ja? Conventions haben sich komplett verändert, niemand braucht mehr auf Convention gehen als Supplier, ja? Es sei denn, man bringt Sachen bestellt mit. Ansonsten Verbrauchsmaterialien, die Tätowierer vergessen haben, aber da Sachen anzubieten, braucht man nicht mehr als Supplier, das hat sich total verändert, weil die Leute alles von heute auf morgen in 24 Stunden per Knopfdruck geschickt bekommen. Auch das ist eine Veränderung, die dem zugrunde liegt. Ja, also nochmal, ich mache mit einigen davon Geschäfte, überhaupt kein Problem. Mir geht es nur darum, dass die Tattoo-Szene komplett ausverkauft und verraten und verbrannt wird. No, und das möchte ich nicht. Und jeder, der daran teilhaben will, soll das machen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich kenne keinen in der Tattoo-Szene, der kein Angebot bekommen hat von einem von dieser beiden Gruppen. Auch wir. Wir haben standgehalten, weil mir geht es nicht um irgendwelche Summen, die irgendwo liegen, sondern mir geht es auch, ich habe die Tattoo-Szene mitgegründet in Deutschland und Europa und mit groß gemacht. Ich tätowiere seit 39 Jahren. Da gab es überhaupt keinen Supply, da gab es überhaupt keinen einzigen von diesen Brands. Ja, wir haben uns ja nur mit Waren aus anderen Industriezweigen bedient und haben daraus die Tattoo-Szene bedient. Und das ist ja alles erst später entstanden. Natürlich ist das eine Riesenindustrie geworden. Auch wir müssen Geld verdienen als Supply, aber wir machen es noch aus anderen Beweggründen und mit anderen Hintergründen und versuchen auch die Tattoo-Szene sein zu lassen und das alles so ein bisschen autark innerhalb der Tattoo-Szene zu lassen. Ja? Ich setze mich auch nicht mit meinem Arsch in mein Büro oder zu Hause und zähle Banknoten und mache nichts mehr. Dafür habe ich Tattoo Talk gemacht mit dem Andreas Köhn, dafür mache ich hier den Kanal und dafür mache ich auch den Supply. Ich entwickle auch Sachen, wir entwickeln auch Sachen, wir versuchen Sachen nach vorne zu treiben, zu verbessern. Das schließe ich gar nicht aus, dass das deren Absicht hier auch ist. Nur die Finanzgesellschaften dahinter haben das Sagen. Das ist so. Und die haben natürlich ganz andere Absichten in der Tattoo-Szene, mit der Tattoo-Szene, über die Tattoo-Szene, als wir in der Tattoo-Szene. Deswegen wollte ich das nur mal klarstellen. Wir werden da noch mal ins Detail gehen, was da Schall und Rauch ist und wo da auch viel gelogen wird. Aber gehen wir jetzt mal direkt zum nächsten Aufreger.